Hallihallo, herzlich willkommen bei Hauptsache weg. Habt ihr schon mal so ein geiles Bett gesehen zum Zusammenklappen? Das Hubbett 2.0. Hauptsache los, Hauptsache fort, Hauptsache raus, ein neuer Ort, Hauptsache weg, einfach nur frei. Die Sonne ruft, wir sind dabei, Hauptsache weg. So, ich bringe mal die Deko mit, die vorher schon stand. Ja, danke. Ja, hallo. Hi. Hi. Schön, euch Lars? hier zu begrüßen. Ja, wir haben uns zufällig hier getroffen. Wir sind noch neu. Neu mit Wohnwagen oder neu mit Camping? Neu mit Camping und neu mit Wohnwagen. Also habt ihr gleich mit Wohnwagen gestartet, in dem Ja, ja. wir jetzt hier sitzen. Richtig. Und dann so ein toller Wohnwagen. Feel the power of joy, joy, joy. Every moment's a spark to deploy. Oh, the power of joy, joy, joy. It's the background music I can't destroy. Und der hat uns angetan, weil eine große Sitzecke, ein großes Bett, es gibt keine Kompromisse. Der einzige Kompromiss ist der, dass man mal kurz umbauen muss. Aber weißt du, was das Gute daran ist? Wir in unserem Wohnwagen müssen ja jedes Mal diese Bettwäsche machen. Ne? Mit Bett zusammenklappen, Tagesdecke drüber und ihr könnt einfach nur alles zusammenklappen und zack, ist es weg. Genau. Und es sieht aufgeräumt aus. Ne? Das ist Und es ist auch hinterlüftet. Ne? Ich habe nie gewusst, dass es überhaupt so einen Wohnwagen gibt. Wir haben ja so viele Betten angeschaut, gerade mit den Hubbetten. Und Hubbetten wollten wir auch nie haben, aber diese Variante haben wir echt noch nie in Betracht gezogen. Wir haben uns auch gesagt, 90% passiert draußen, wenn es gutes Wetter ist und man kann rein von der Sache her auch das Bett ausgeklappt lassen. Was ich richtig gut finde, ist dieser Stoff, oder wie nennt man dieses Ja, Stoffgewebe stoffbezogen, ne? Genau. an der Wand, weil erstens dämmt das nochmal, die Wärme bleibt drin und es sieht einfach wirklich nice aus. Wirklich hochwertig im Zusammenspiel mit dem Ganzen. Wir haben echt viel Stauraum ohne Hochschränke und das macht den Wohnwagen so groß. Also deswegen kann man da so drin stehen. Hier unten drunter ist auch was unter diesen Sitzen. Hier unten drunter hast du noch eine Schublade. Aha. Die kannst du hier öffnen. Ah ja, also nicht zum Hochklappen, sondern einfach nur Schubladen. Du kannst es hochklappen. Und was mir auch noch auffällt, ist diese Polsterung, dass das hier so an den Fenstern lang geht, dass das nicht einfach so plump, ne, das hätten die ja auch bis hier hinschneiden können. Ich finde, das passt einfach alles so identisch, ist so eine geradlinige Spur. Nimmst das Polster komplett weg und legst dich hin. Also Tina legt sich dann hier hin und kann auch Mittagsschlaf machen. Viel mehr anschaffen ist nicht, denn wir hatten eben die Klimaanlage aufbauen lassen noch. Ich habe den Mover angebaut. Bei 1500 Kilo ist nämlich Schluss bei dem Wohnwagen. 1500 Kilo. Genau, maximal. Ja, und das muss halt alles ein bisschen ausgeglichen sein. Wissen ja, die Camper. Hinten der Kofferraum nicht zu voll, sonst fängt es an zu schlingern. Wir haben kein großes Auto, ja, Mittelklasse-Kombi. Fährt sich einfach frei, gar kein Problem. Und vor allem, weißt du, was auch wichtig ist? Viele haben eine große Sitzgruppe, aber einen kleinen Tisch. Und hier hast du einfach einen langen Tisch, wo du wirklich, hier können ja, ich würde sagen 4 Personen und hier vorne noch jemand sitzen. Da kriegst 5 Teller kriegst du hin und noch ein bisschen was in der Mitte. Der Wagen, der ist standardmäßig mit Ceranfeld ausgestattet, wollten wir nicht. Auch wenn wir Neucamper sind, haben wir gesagt, Campen und Gas, das ist so, gehört noch zusammen. Und so haben wir gesagt, wir wollen den Gasherd haben und ja, und so ist es dann auch geworden. Wir haben eben hier drunter unseren Dreiflammkocher. Wir haben das auch schon verändert. Diese Platte hier ist im Normalfall auch genauso gemustert, farblich gegeben wie die Arbeitsplatte. Ich finde, das sieht übelst hochwertig aus und es sieht aus, als würde es einfach in der Bestellung mit dazu gewesen sein. Die Hochwertigkeit, die kommt durch die Arbeit, die wir geleistet haben. Ja, also ne, Das glaube ich, man kann es auch falsch machen, ne? ja, ich habe auch falsch angefangen, weil Aber richtig zu Ende geführt. rechte Winkel sind halt relativ. Rechte Winkel sind 90 Grad, keine 89, keine 91. Und da hinten sind es 91. Und das hat man dann gesehen, wenn du weiter gehst. Also haben wir alles wieder ab und haben hier angefangen, denn hier passte das vom Winkel. Ja, ich als Augenoptiker sehe natürlich auch jeden Versatz. Und ja,
wir haben es gut kaschiert. Dunstabzugssauger habt ihr aber nicht, ne? Braucht ihr auch Nein, nicht. wir pusten. Ne, das kann, also das Ja, ist die also Dunstabzugshaube. während des Kochens Genau, einmal regelmäßiges raus. Wedeln. Ja. Lässt auch Dazu ist alles dann das hier da, oder? Dieses Holz. Ja, So. genau. Ja. Was wir bei der Küche auch absolut super fanden und man sieht auch an der nicht vorhandenen Ordnung, dass wir zu viel Platz haben. Ja, also wenn wir jetzt hier die Schublade aufmachen, das ist wirklich riesig und da findet sogar zurzeit Deko Platz. Ja. Ach, hier unten gibt es noch ein größeres Fach, weil wir Ja. sind ja eine Großfamilie. Wir haben ja wirklich große Töpfe. Ja. Na, also wir können mit 2 Liter oder 3 Liter können wir gar nichts anfangen. Und hier unten sind dann nochmal, Hier hast könnten du normalerweise die tats- großen Töpfe rein, oder? Genau. Ah, Da sind ja, die großen. okay, da habt ihr dann einfach- das ist- Hier machst du auch dann die Kaffeemaschine rein. Die ist dann, von denen, die es kennen, ne, haben wir Silvi-Magneten. Und die sind tatsächlich ganz praktisch. Daher ist die Maschine dann fest drin. Aha. Hier sind dann klassisch die Absperrhähne. Da finden dann die ungesunden Sachen statt, wie Chips, Kuchen. Ja, in Schmalen. Das sind Sachen, die dann genau, weg dass nicht so sind, viel ne? reinpasst. Genau. Genau. Auch hier oben die zwei, also deswegen gesagt, wir haben wirklich riesig Stauraum. Ja. Und jetzt ein Detail. Aha. Aha, ja. Ja. Haben wir nämlich schon geschafft, Ja. ohne eine Delle reinzumachen und deswegen haben wir uns dann da. Achso, also da Gleich. ist keine Delle drunter. Nein, das ist keine Das Delle habt ihr drunter. noch, wir haben es abwärmen noch. können. Genau. Also man hat sich ja im Vorfeld mit einigen Leuten unterhalten und alle haben uns gesagt, ihr werdet weder werdet ihr drin duschen, noch werdet ihr drin abwaschen, Genau. noch werdet ihr drin kochen. Genau. Und da frage ich mich, warum habe ich denn ein Bad? Ja. Warum habe ich denn ein Waschbecken? Also ich habe heute Morgen unsere Gläser am Waschbecken abgewaschen und das hat gut funktioniert. Und Ja, wir haben auch schon das stimmt. klassisch ein paar Nudeln gekocht. Wir nutzen die Sachen halt auch, ja, die wir hier drin haben. Wenn du den Wohnwagen mit Klimaanlage direkt bestellen würdest, dann wäre hier noch ein Heki und die Klimaanlage wäre hier. Wir wollten auch die kleinere Klimaanlage und auch die neuere Version und das ging halt ab Werk noch nicht. Deswegen haben wir uns dagegen entschieden und dann hat der Händler uns die jetzt draufgesetzt gehabt, direkt nach Lieferung des Wohnwagens. Vor allem die Höhe. Ne? Ich bin Das ja auch ist- relativ groß. Das ist Du ja das, auch? was es wieder ausmacht. Ne? Ja. Das ist das ein wird- kleiner Wagen und relativ hoch. Ne? Wo ist das Bad? Wo ist die Dusche, die Nasszelle, wie man so schön sagt? Spa-Bereich, ja, Aha. der ist im Westflügel. Ja. Finden wir auch ausreichend groß. Ich wollte eine Dusche mit drin haben. Ich habe es probiert, ich gebe zu, das ist eng. Ja, also die kleinste Dusche auf dem Campingplatz ist wahrscheinlich größer, Ja. aber das hat trotzdem gut funktioniert. Wir haben ganz viel im Vorfeld uns angeguckt, was könnte man machen, wie könnte man es machen, damit auch der Kronkorken genutzt wird. Das ist ein Magnet und dann kann die Seife immer da bleiben. Ja, du musst es sauber machen, aber ist so ein kleiner Hingucker für uns gewesen. Cool. Richtig viel Platz hier drin, ja. Also ob das hier drin ist, hier hast du groß Platz drin. Und vor allem die Verspiegelung, die macht einfach das Bad auch größer. Ne? Du hast, genau, du hast hier unten auch wirklich, also wirklich Platz. Ja. Und dann ist es immer noch nicht genug. Du hast auch hier hinter noch große Staufächer. Das ist ja echt klasse. Ja. Und die Toilette ist zum Rumdrehen, ne? Die Ja, kann das ist eine Drehtoilette, genau. Ja, ja, richtig. Ja, also muss ich sagen, die Nasszelle, wie man das so schön sagt, ist ja Ja. wirklich eine Nasszelle, gefällt mir wirklich gut. Und hier der Kühlschrank, wie habe ich immer gesagt? Zack, zack, der Zack-Zack-Kühlschrank. Leider nicht. Das ist nur ein Zack-Kühlschrank. Es ist nur ein Das ist nur Zack-Kühlschrank, ein Zack-Kühlschrank. kein Doppelzack-Kühlschrank. Tina hätte auch gerne einen Oh Mann, aber Doppelzack-Kühlschrank. es ist angetäuscht. Hier, Es ist angetäuscht, ja. Das ist ein Einzelzack-Kühlschrank. ein Einzelzack-Kühlschrank, okay. Ist aber in Ordnung, ja. Reicht Deswegen, vollkommen aus. ja, Zur deswegen Tür tauschen wir vorne, nicht. Genau, das genau. passt. Ist unsere Mülltrennung? Ist das aber schon also zum Wohnwagen mit dazu gewesen oder habt ihr das selber haben wir separat? Weil grundlegend kannst du den, wenn es stört, auch komplett wegmachen. Tatsächlich suchen wir nämlich noch Mülleimer für unseren Wohnwagen und ich habe nie das Richtige gefunden. Ja, und das ist halt schön. Zum einen ist es, Aha. ja, es ist aus PET-Flaschen gebaut. Aha. Jetzt mache ich Fremdwerbung, weil das ist das, was der Hersteller uns gesagt hat auch. Ja, Oh, das du kannst muss man- das Ding abmachen, du kannst das Ding waschen. Fanden wir geckisch. Hier ist die Tina Hallo. mit Camperin und das ist ja Genau. ganz wichtig, das ist der Stichpunkt, weil meistens ist immer einer dieser Camper und der andere muss. Wie ist es in eurem Fall? Wir haben das beide für uns entdeckt.
Also jeder hat schon mal gecampt, jeder hat auch schon mal gezeltet. Ah, Ich habe das schon mit dem Motorrad gemacht und Zelt. Und du hast auch schon gecampt? Ja, gezeltet. Genau. Ja. Aber Ganz schlussendlich klassisches ist das ein gemeinsamer Wunsch, den wir uns erfüllt haben. Also ihr habt nur das Nötigste hier draußen. Ihr habt ein bequemes Sofa, sehe ich. Der Tisch, das ist ja so einer, den ich gerne noch kaufen würde und austauschen würde. Ne? Wir haben ja auch Altbestand noch mitgenommen. Ne? Wenn man sich einen Wohnwagen neu anschafft, muss man natürlich auch die Altbestände erstmal aufbrauchen. This is how it's meant to be. Also das sind ja alles Sachen, die findest du auf vielen anderen Böden, Tischen, was auch immer. Wir finden es gut, wir finden es halbwegs minimalistisch. Wir wollen es halt nicht ausarten lassen, deswegen ja auch bisher kein Vorzelt. Nur eine Seitenwand haben wir da, die wir jetzt gar nicht aufgebaut haben, weil wir es schön finden, so wie es gerade ist. Also wenn es wirklich richtig regnet, macht ihr das dann rein? Nein. Baut ihr alles ab oder lasst ihr das dann einfach nass? Oder? Trotzdem draußen. Genau. Also wenn es richtig regnet, die Markise leicht schief und dann läuft das Wasser nach hinten weg. Hier kommt das Wasser im Sprühnebel dann durch. Ja. Dann rückt man dann ein Stück weit rein, das passt dann. Und dann eben für uns und für die Nachbarn so ein bisschen mehr Licht reingebracht. Wir haben übrigens noch mehr Licht. Die Schiene hier, die. Ah, Die Schiene ist komplett das ist ja LED. auch cool. Weil Ja. es gibt auch welche, die wirklich Ja. komplett ringsrum, Der das hat ja Azur, der ne? Adria, der große Adria hat das. genau. Aber das ist natürlich auch... Der Astella, ne? Der hat das, der große. Genau, Hm. richtig. Ja, die haben wir auch schon gesehen. War das Haus auf Rädern, ne? Das ist echt phänomenal, ja. Aber- Aber auch das fanden wir schön. Gaskasten, relativ klassisch, aber auch da finde ich es wieder angenehm, dass er hochgeht. Passt viel rein. 2 Gasflaschen könnt ihr... Ja, hier könnt ihr habe ich auch- abgeschraubt, die eine Halterung, weil wir letztendlich mit diesem kleinen Wagen, da hast du so. kaum an Heizung gedacht, schon ist es drin warm. Ja, also deswegen, der braucht super wenig. Ganz gut, dass wir so flexibel damit sein können, weil man sieht, wir haben auch einen Fahrradträger und alt wie wir sind, haben wir natürlich auch E-Fahrräder. Und wenn die drauf sind, dann hast du hier richtig Gewicht drauf. Und dann muss man das verteilen nach hinten. Wenn die Fahrräder nicht dabei sind, ist er vorne wieder zu leicht. Also muss vorne was rein. Wieder was rein. Und somit haben wir dann so ein bisschen Flexibilität geschaffen, was den Platz angeht. Bei manchen ist ja hier alles drin, ne? Das ist, ja- unordentlich, aber hier ist alles noch so... Erstmal ist es so reingewürfelt, wie man es so reinwürfelt nach 3 Monaten. Und alles Weitere wird dann die Wird Praxis zeigen. Stauraumklappe. Ja. Stauraum, genau. Auch da weiß ich, was ich noch zu tun habe. Ja. Tatsächlich ist es wirklich besser, weil man... Aber warum machen die es von vornherein nie? Das verstehe ich nie. Ne? Jeder baut sich das nach, aber... Genau. Ich glaube ja, heutzutage weiß man, egal wie gut und hochwertig man kauft, man muss viel Individualität selber walten lassen. Alles, was ihr hier seht, bis auf Tina, Bis auf Tina? genau, ist da alles unten drin. Nein. Ja, tatsächlich ist da alles drin. Piggy Pack haben wir hier, aber das ist letztendlich eine bekannte Sache. Fanden wir tatsächlich aber gut, weil es halt auch sinnvoll ist, gerade weil man ja darum weiß, wenn es stürmt, Markise schnell wieder rein. Wenn man es bei dem Klimbimsel noch schnell machen kann. Aber du kannst halt das Ding aufmachen und du kannst dann das Ding dann lösen, ne? Nachdem du dann alles andere abgemacht hast. Genau. Ja, also das ist eben, und dann kannst du die Markise am nächsten Morgen genau in die Position wieder rausfahren, fertig. Was wir auch noch haben, ist ein Citywasseranschluss. Das fanden wir wieder ganz brauchbar, weil wir haben halt keine Wasserstandsanzeige. Händler meinte, das ist alles Technik, die kaputt gehen kann. Wir haben uns einen Citywasseranschluss gegönnt, damit wir dann immer einen vollen Tank haben. Ja, finde ich genau. auch wirklich Also eine tatsächlich. praktische Lösung. Genau. Werden wir uns wahrscheinlich auch noch nachrüsten. Ja, ist ja echt machbar. praktisch. Genau. Ja, also vielen Dank, dass ihr Ja. uns diesen Wohnwagen vorgestellt habt. Sehr gerne. Als ich das erste Mal reingegangen bin, war ich ja wieder begeistert. Ich wünsche euch auf jeden Fall als Neucamper viel Spaß. Ich hoffe, dass wir uns irgendwie noch mal sprechen nach 1-2 Jahren, wie ihr jetzt damit so klarkommt. Würde mich freuen, wenn ihr uns abonniert und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr diesen Wohnwagen auch schon mal gesehen habt oder ob ihr den selber besitzt. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, Hauptsache weg. Hauptsache los.